Willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf der alten Militärstraße zum Fort Sereno. Jetzt gehe ich hier um die Kurve und wir sehen, die Festung erscheint schon hier. Wir kennen diese massiven Steinquader. Hier vorne dran hat es noch einen Burggraben. Etwa 3 Meter breit. Man sieht noch Schießscharten. So, jetzt gehen wir weiter zum Eingang des Fortes. Wir befinden uns jetzt auf dem Vorplatz des Fortes Sereno. Wir sehen im Westen die Festung Rivoli und dann nördlich eine weitere Festung, die Festung San Marco. Jetzt gehe ich weiter zum Eingang der Festung. Links sehen wir den Burggraben sozusagen. Ein altes Wachhäuschen. Diese Festung wurde Ende 19. Jahrhundert erbaut durch die Count-K-Monarchie. Interessanterweise sind die Mauern in polygonaler Bauweise gebaut, also erstellt worden. Das sieht man jetzt hier. Vorteil ist die große Stabilität der Mauern, weil sie untereinander verzahnt sind und man muss auch weniger Mörtel gebrauchen. Der Baustoff wurde lokal abgebrochen. Oh, sieht geschlossen aus. Ja, mal schauen, was man machen kann. Ja, leider muss ich feststellen, der Eingang wurde zugemacht. Vielleicht der eine oder andere könnte da durchkriechen. Ich gehe jetzt nicht rein heute. Ich war zuvor drinnen, als der Eingang offen war. Ich kann dann ein paar Bilder veröffentlichen von meinem letzten Besuch vor ein paar Jahren. Nun gehen wir zurück zum Vorplatz und gehen rauf noch weiter zum zweiten Fort, der heißt Forte di Monte. Wir gehen weiter auf die Straße, die alte Militärstraße zum Forte Molinari di Monte. Das hier ist eine ganz schöne Passage. Rechts von uns noch das Fort Rivoli. Hinter uns würde das Fort Sereno liegen. Eine kleine Höhle. Hier haben wir einen schönen Ausblick auf das Tal der Etsch, wo die Etsch durchfließt. Die Straße ist recht zerfallen, wobei zum Gehen trotzdem noch angenehm. Der Anstieg ist nicht steil, immer gleichmäßig,
Also man merkt, dass diese Straße für militärische Zwecke angelegt worden ist. Nun kommen wir beim Forte Molinari di Monte an. Wir haben unten im Dorf Cerezo parkiert, sind die ganze Militärstraße raufgegangen und dann sind wir endlich da. Wir sehen hier schon, die Mauer ist aufgebaut mit polygonalen Elementen. Noch deutlicher sehen wir das dann beim Eingang, der jetzt gleich hier kommt. Sehr schön dieser Eingang, leider teilweise verfallen, also wurde auch aktiv zerstört durch die Deutsche Wehrmacht. Hier sehen wir schön polygonale Klötze, die sie verwendet haben, und den Namen des Fortes, wenn ich richtig sehe, genau, Molinari, mit einer Jahreszahl. Also das Fort wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, innerhalb kurzer Zeit, etwa ein Jahr. Hier sehen wir den Block mit der Inschrift. Darauf erkennt man Ammoniten. Der Stein ist ein Marmor, auf Italienisch Marmore Ammoniti. Und daher wohl der Name, weil der Marmor scheinbar ja auch Ammoniten enthält. Jetzt bin ich im Innenhof des Forti Molinari di Monte. Wunderschön sieht man diese faszinierende Wand aus polygonalen Elementen. Ich gehe jetzt ein bisschen rundherum, um euch das zu zeigen. Hier haben wir eine Einsturzstelle.
An sich ist die polygonale Bauweise schon recht wasserdicht. Was man trotzdem gemacht hat, um das Fort abzudichten, ist, man hat Ton verwendet und obendrauf noch Erde. Was man hier erkennt an verschiedenen Stellen noch, das sind so Bitumenreste. Ich gehe mal ran mit der Kamera. Hier im Innenhof sieht man noch an verschiedenen Stellen Bitumen. Das dient wohl zur Abdichtung des ganzen Forts. Bin ich hier nahe an der Wand. Man erkennt ganz wenig Mörtel an einzelnen Stellen. Vorteil ist dieser polygonalen Bauweise, dass die Mauer sehr stabil ist. Mit all diesen Ecken und Kanten, sie verzahnt sich selber und daher muss man wenig Mörtel verwenden. So sieht das Innere aus. Tonnengewölbe aus Ziegelstein. Noch mehr polygonale Elemente im Inneren. Jetzt mal rauf in den oberen Stock. Die Treppe scheint dann auch stabil zu sein, stützt durch diese schönen Mauern. Wir kommen raus auf einer weiteren Terrasse, wo man wieder eine sehr schöne Aussicht hat auf die Landschaft. Dort hinten den Gardasee, die Etsch, hier unten die Festung Rivoli und im Norden hinten auf diesem Hügelzug die Festung San Rocco. Ja, die Festung wurde zerstört, durch die Wehrmacht inaktiv gemacht. Daher dieser schlechte Zustand. Hier sieht man noch massive Quader, wohl um Geschosse abzuwehren. Und all diese Metallprofile, die man sieht, ich nehme an, das waren Blitzableiter, denn die Festung wurde noch als Munitionsdepot verwendet.
Das Ganze wurde 1890 erbaut. Innerhalb eines Jahres wurde das Ganze erstellt. Hier erkennt man die polygonale Bauweise an der Mauer. Die Blöcke wurden schön aneinander gefügt. Das Innere mit Mörtel und sieht so außen wie Backsteinen aufgefüllt. Hier eine Absturzstelle. So, jetzt schauen wir uns mal den unteren Teil an, das Untergeschoss. Nach der Besichtigung des Obergeschosses gehe ich jetzt rein in den Untergrund. Hier sieht man die Verwüstung durch die Zerstörung, die angerichtet wurde. Es ist vieles verfallen, ein bisschen noch abgestützt durch Mauern. Die Böden sind weg. Hier nochmal ein Gang mit wunderschöner polygonaler Bauweise. Ja, man sieht viel Schutt. Große Gewölbe aus Backstein. Ja, da gibt es leider nicht mehr viel zu sehen. So, jetzt gehe ich mal vom Innenhof weiter Richtung Inneres der Festung. Mal schauen, wo dieser Weg hinführt. Scheint ja ganz friedfertig zu sein. So, ich nehme mal diese Treppe. Bin ich oben angelangt. Man sieht den Teil der Festung, auf dem ich oben war vorhin. Und diese massive Zerstörung, wo ein ganzer Teil Richtung Berghang abgebrochen ist. Hier bin ich an einer Mauer, dahinter versteckt sich noch ein Raum, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, ob der Eingang wohl verschüttet worden ist, aber so eine Kamera, wie ich sie habe, ist noch ganz praktisch. Da kann ich einfach reinschauen und dann später auf dem Computer beobachten, was auf der anderen Seite war.
Ich hoffe, euch hat dieser Besuch gefallen. Mehr Inhalte demnächst. Danke und auf Wiedersehen.